Herzlich willkommen, Leute, zum nächsten Teil von L.A.Noire. Wir... Aha. Guten Tag, Officer. Ne? Okay. Wir waren dabei, in die Cavanaugh's Bar zu gehen. Ich wollte eigentlich schon seit 20 Minuten aufnehmen, aber ich musste dieses Haus hier gerade nochmal machen. Und im Ende hat nicht gespeichert. Anscheinend die Speicherpunkte sind wirklich sehr speziell in diesem Spiel. Ein bisschen ärgerlich, muss ich ehrlich zugeben. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. Sie hat übrigens, ich habe versucht, dann Wahrheit zu nehmen, aber sie hat gelogen. Wir hätten sie mit dem Foto überführen können, dass sie lügt. Wo ist dieses Verbrechen da hinten? Ja, davon wird es nicht so weit. Breads and cakes. Wines and shine used as a natural source of vitamins. Physician studies show 3 out of 4 women lack sufficient iron. If you're losing weight, feeling run down, weak, or easily upset, get the vigor and depth you need by using Rise and Shine Yeast and by taking Rise and Shine Yeast tablet supplements. It helps regain strength and needed pounds to feel and do your best. Go to your druggist and say, Rise and Shine, please. Haben wir ein Wahrzeichen gefunden auf dem Weg. Oh, auf diese Wochen ran. Schön. Oh, da ist aber schon die Cavanaugh's Bar. Gott sei Dank stoppt der mal von alleine. Hey, I know you. No, you don't. No, you don't. Geil. Nein, tust du. Looking for someone? 2 club sandwich. You know Frank Morgan? Sure. Frank's a regular. He's a loner in the back. Naja, klar, dass der Stammgast ist, oder? Would you recommend the special in this? Also bei dem gehe ich jetzt erstmal mit leichtem Gefühl rein, der wird uns Frank Morgan? anlügen. Who's asking? Wie der da sitzt. Cole Gut, dass er schon Phelps, so ausschaut, als LAPD. würde er uns anlügen. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. So, jetzt müssen wir aufpassen. Also wir schauen mal kurz die Beweise an. Verlassen das Fahrzeug, Blutbecken, Geldbeutel, Pinsel, Stahlrohr, Quittung des lebendigen Schweines. Vielleicht wird das noch wichtig, wenn wir jetzt nach dem... Alter, ist das eine eiskalte Mine. Wenn wir ihn nach dem Wagen fragen. Well, if it's all the same to you, I'll go back to my drink. Wir können ihn nicht nach aufsprechen auf er und was die Frau gesagt hat, dass sie sich zum Essen treffen wollen. Also gut. We found Black's car, abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no, I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Ah, der lügt definitiv. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Ich hätte mal gesagt, die Quittung des lebendigen Schweines. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We could call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Ah ja. War ja klar, dass der die alte... Das ist mit dem... Ich hab's aber gesagt, letzte Folge. Ich glaube, dass das Where Schweineblut ist. exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Der lügt doch schon wieder, oder? Aber wir können es nicht beweisen. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it!
or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. I think that's all. Geil. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Bist du Cuff him, nicht. let him go. It's up to you, Okay. Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. You want a tip? Refill my coffee faster next time. You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. Den verhaften wir, ich mag den nicht. Der hat beim Betrügen geholfen. Aber eigentlich hat er keine Straftat begangen, oder? Wenn wir dann merken, ob es falsch war. I've met some pretty good liars in my time. People who sound convincing because they actually believe their own bullshit. The type is clever, hard to catch out. Frank Morgan is not one of those people. No, he is not. KGPL calling car 11K. 11K, come in. So, wir haben wieder einen Fall. Schon wieder da unten. Ach komm, wir nehmen an. 11K, go ahead. Message from Technical Services. Blood found in the abandoned Lincoln at the PE Freight Depot is not human. Repeat, not human. Compositional analysis reveals swine as the most likely match. Roger, KGPL. Time to reel this guy in, Phelps. Wir haben uns gerade nur gesagt, dass das Schweineblut ist. Ich dachte, das ist schon wieder dieses Verbrechen. War so klar. Es war so klar. Hat er versucht, durchzubrennen, der Drecksack. Seine Frau hier einfach in L.A. zurückzulassen. Müsste es irgendwo sein. Root Beer. Morgans Apartment um 1:12 Uhr am Nachmittag. Let's check the place out. Come on. Und das hat er uns ja schon gesagt. Apartment 2. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from L.A. I won't put up a struggle. Just let me get my things. Der haut doch ab. Das war so klar. I knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. Das war so klar, dass der abhaut. Mr. Black, get back here right now. It's over, Adrian. Stop right there, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Oh mein Gott. Adrian Black. Central Police Station, Division 1. Ja. Unser erster gelöster Fall. Quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department.
Wunderknabe haben wir ja eine Errungenschaft bekommen. Fallbericht. 14 von 14 gefundene Hinweise, Fragen richtig, 11 von 12, Fahrzeugschaden, oh. 0 Verletzungen, sehr gut, Sachschaden, 95 Fahrzeugschaden. Mrs. Black ist kein Fußabtreter mehr. Mit den richtigen Beweisen hätten sie alles über ihren Ehemann aus. Ah, diese eine Frage. Naja, ist ja egal. Wir haben den Fall gelöst und es zwar erfolgreich. Und zwar auch erfolgreich. Der Wagen des Konsuls. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Better go earn our pathetic wages. Aha, die anderen sind also, bleiben also einfach Rimsky, O'Halloran. Ah, jetzt bekommen Intelligence sie. has information on a stolen car racket. An abandoned vehicle. We catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. Jo, da steht unser Wagen direkt vor der Tür. Wir gucken gleich mal, wo wir hin müssen. Gleich um die Ecke, oder? Sind wir jetzt? Verstecktes Fahrzeug. Hier ist ein versteckte Fahrzeug. Aber wo sind wir? Ja? Ah, doch hier. Um die Ecke müssen wir bloß. Okay. Open your eyes! You hear about Adrian? Brought in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Ich wollte mal gucken. Kann ich? Mit dem Blinker? Partner rufen? Reifenwaffe aufnehmen. Einsteigen, umsehen, Button. Fahrzeug nach links. Ich kann keinen Blinker setzen. Wäre cool gewesen. So. Auch fahr halt. Fahren alle Filme so schlecht. Ups, jetzt habe ich Kratzer in so einen schönen Wagen gemacht. In dem Fall erinnere ich mich irgendwie gar nicht. Jacobs Hinterhof, 2 PM. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Car's down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Geil. So, wir schauen uns erstmal um. Zeittelefon. Okay. Gucken wir mal. Fangen mit A an. Marokkanische Flagge, oder? Ist das richtig? Ach ne, argentinische. Oh Gott, bin ich blöd, klar. Logisch die argentinische, marokkanische, ich bin so doof.
Fahrzeugschein It's owned by the gefunden. Argentinian embassy. Naja, der wird ja wohl nicht einfach das Fahrzeug der argentinischen Botschaft verabstellen ohne Grund. Empty. Der scheint komplett leer zu sein. Fehlt ein Rad? Was? Stealing the wheels is for amateurs. A car ring would have stripped it in a warehouse. Beim Einrad. Es fehlt nur ein Rad. Oh, das Fenster ist kaputt. Eine Fahne fehlt. Must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Ah, muss ich mir das nochmal anhören? Ich will doch eigentlich die Pfeife angucken. Das finde ich ein bisschen doof an dem Spiel. Ich kann weder was wegdrücken noch weiterklicken. Also es ist ja langwierig, so Zeug nochmal anzugucken müssen. Nein, ich will das kaputte Fenster angucken. Warum kann ich mir das kaputte Fenster nicht angucken? Lass mal das kaputte Fenster weg. Können wir mit dem sprechen? Give me some room, huh? I have to get this done. Na? Guckst du es dir jetzt mal an? Eigentum von Dual Combination Bros. wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Scheibe ist auch ein Baseballschläger. Doesn't look like anything. Achso. Okay, da liegt einfach mal ein Baseballschläger, der ist wahrscheinlich So kann ich mir denn die Fahrt... kaputte Scheibe nicht angucken. Was davon? Auch nicht. Würde ich nicht angucken können wahrscheinlich. Ah, ich kann wirklich nur den Scheiß hier angucken. Also gut. Also gut, ich denke, wir haben hier alle Hinweise uns angeschaut. Wo ist denn? Come on, Bukowski, move it. Wo ist er denn? I'm busy here, Phelps. Jo. Unten im Baseball. Achso, dann wahrscheinlich. I'm at a loss. Check the car and the surrounds. This is a crime scene. We don't want anything missed. Ah, das ist ja ein hilfreicher Aufwand. Optimistic, Cole. Okay, ein Pappbecher. I don't think this is going to help us. Na gut, ich würde sagen, ich rede mal mit dem da hinten. Oswald Jacobs? That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks.
Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Eine Mine. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, "I'll call the cops." So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Oh. Ich glaube, das war gelogen. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Drecksau. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Jetzt ist er wieder so ernst. Vorhin ist, glaube ich, mal, oder? You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Schön. Wenn da gerade Fragen wir richtig beantwortet haben, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich bin so doof. Ja, aber noch nicht fertig anscheinend. War noch irgendwas? Nee. Der Schraubenschlüssel. Auf jeden Fall noch nicht durchgestrichen. Ist noch ein. Ah, hier. So ist es noch nicht durchgestrichen. Warum? Wir haben uns hier schon alles angeguckt. Wir könnten mal so einen Intuitionspunkt benutzen. Da hinten ist noch. Ah, hier. Von Madsen. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Okay. Komische Notizen über diese Menschen. Nein, ich muss mir noch eine Seite anschauen. William Dewey. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Jungs, schlanke Hüften, dunkel sieht gut. Er ist schwul.
Entschuldigung, wenn ich das jetzt so... Wenn ich das jetzt so ein bisschen das Knie breche und das einfach so behaupte, aber es sieht nach aus, oder Männer, die er hier... Ach so, halt... Was hat man? Ach, das Nummernschild fehlt. Deswegen. Wenn ich jetzt richtig bin. Jetzt habe ich gestellt. Haben wir alles. Gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge lassen wir uns vom Erkennungsdienst die Adresse geben. Und werden dann versuchen herauszufinden, warum hier dieses Diplomatenfahrzeug so verlassen dasteht. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaltet habt. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel befindet. Und ja, euer Tscheche sagt ciao, bis zum nächsten Mal.